Hallo, schön, dass ihr wieder bei TuS Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch eine leckere und schöne Schneeflockentorte aus Spekulatius und Kirschen zeigen. Und nun zeige ich euch auch gleich die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Und dazu benötigen wir 250 Gramm Spekulatius und 125 geschmolzene Butter. Als erstes werde ich jetzt meine Spekulatius in meinen Mixer geben und werde das Ganze dann zerkleinern. So. So, und so sieht das Ganze auch aus. Ich werde das Ganze umfüllen und meine restlichen Spekulatius dann wieder mixen. Als nächstes werde ich jetzt die Butter hinzugeben, das Ganze dann verrühren. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Nun habe ich hier jetzt schon einen Tortenring auf 24 cm gestellt und werde jetzt meine Spekulatiusbröseln dann da reingeben. So. Verteile das dann etwas so. Und nehme mir so ein Glas zur Hilfe und werde das dann andrücken. Und nachdem ich das jetzt fertig gemacht habe, werde ich das jetzt in den Kühlschrank stellen für ca. 30 Minuten. Währenddessen werde ich den Baiser vorbereiten und für den Baiser benötigen wir 2 Eiweiß, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz und einen halben Teelöffel Speisestärke. Ich gebe jetzt das Eiweiß in meine Küchenmaschine, werde das Ganze dann kurz anschlagen und werde jetzt dann nach und nach den Zucker hineinrieseln. So sieht das Baiser jetzt aus. Und jetzt werde ich eben die Speisestärke hineinsieben und das Ganze dann unterheben. So sieht das jetzt aus und jetzt werde ich das in meinen Spritzbeutel geben. Hier habe ich eine Sternenhülle bereits vorbereitet und wie gesagt gebe ich jetzt das Eiweiß dann hinein. So. Und als nächstes werde ich dann die Sternentrops dann auf mein Backblech dann spritzen. Und jetzt werde ich das Ganze dann im Backofen bei 70 Grad Umluft für ca. 70 Minuten trocknen. Als nächstes werde ich jetzt die Creme vorbereiten und dazu benötigen wir 500 Gramm Quark, dann 250 Gramm Mascarpone, 200 Milliliter Sahne, 60 Gramm Sauerkraut und 1 Teelöffel Vanilleextrakt. Als erstes werde ich die Sahne in die Küchenmaschine geben und das Ganze dann mit dem Sauerkraut dann kurz aufschlagen. Jetzt nehme ich von den 60 Gramm 2 Teelöffel Sauerkraut, gebe das hinzu und werde die Sahne jetzt dann aufschlagen. Und jetzt werde ich in derselben Schüssel dann Quark hinzugeben, Mascarpone,
dann den Sahnepat und Vanilleextrakt. Auch das werde ich dann ganz kurz aufschlagen. Und zuletzt werde ich jetzt die Sahne unterheben. So, und so sieht das Ganze aus und das werde ich dann kühl stellen. Zuletzt werde ich jetzt meine Kirschfüllung vorbereiten und dazu benötigen wir ein Glas Sauerkirsch. Das habe ich jetzt bereits schon getrennt in Wasser und Kirschen. Dann brauchen wir eine Tüte Agar-Agar und einen Esslöffel Zucker. Ich werde jetzt den Saft in meinen Topf geben, dann die Tüte Agar-Agar. Verrühre das kurz. Jetzt gebe ich dann den Zucker hinzu und werde das dann auf mein Herd stellen und werde das Ganze dann für 2 Minuten kochen lassen. Nach 2 Minuten gebe ich dann die Kirschen hinzu, verrühre das dann auch kurz und lasse es dann handwarm abkühlen. So, nachdem ich jetzt alles vorbereitet habe, werde ich jetzt meine Torte zusammensetzen. Also ich nehme jetzt ein Drittel von der Creme und gebe das jetzt auf meine Torte bzw. auf meinen Boden und werde das Ganze dann glatt streichen. Und so ist es jetzt auch schön glatt. Und jetzt gebe ich von der Kirschfüllung hinein, verteile das Ganze auch. Und jetzt gebe ich dann die letzte Cremefüllung hinein. Und werde das dann auch glatt streichen. Und jetzt die letzte Schicht dann von den Kirschen. So, und so ist die Torte auch fertig und so gebe ich das jetzt für 4 Stunden in den Kühlschrank. Nach 4 Stunden sieht die Torte jetzt so aus. Jetzt werde ich den Backring von meiner Torte entfernen. So, vorsichtig. Und jetzt werde ich noch mein Baiser nehmen und werde das Ganze jetzt noch dekorieren. Und die restlichen Baisers werde ich jetzt hier so zerbröseln und in die Mitte der Torte dann einfach einrieseln. Und jetzt noch am Rand mit Spekulatius dann belegen.
andrücken und dann hält es dann auch. Und so sieht die schöne Torte aus, praktisch eine Schneeflockentorte mit Kirschen und Spekulatius. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!